Ja, hallo zusammen. Heute sind wir mal nicht in meinem Studio, in meinem Home Gym Studio. Heute sind wir mal in einem anderen Raum, weil wir uns mit dieser Klimaanlage auseinandersetzen werden. Das ist die Porta Split Klimaanlage von der Firma Midea. Also hier irgendwo sieht man auch Midea. Ähm, Das Gerät kostet, glaube ich, laut Webseite über 1.000 Euro. Ich glaube 1.100 oder so. Aber wenn man mal auf dem offenen Markt unterwegs ist, dann zahlt man, sagen wir mal grob, irgendwas zwischen 850 und 950 Euro. Das hängt immer davon ab, wie viel gerade auf Lager sind. Ich habe mir das Gerät vor ungefähr 2 Monaten gekauft. Also wir sind jetzt Ende Juni, als ich das Video aufnehme. Und das heißt, ich habe es so ich glaube so im April, Ende April gekauft, genau. Und habe deshalb jetzt schon erste Testerfahrungen. Jetzt muss man sagen, in unserem Schlafzimmer wird es sehr, sehr warm. Also wir haben jetzt gerade, mein Handy sagt jetzt eine Außentemperatur von 22 Grad an. Und hier im Zimmer sind aber schon ungefähr 26 Grad. Also ich hatte es eben, lag es noch im Schatten, da hat es mir eben ungefähr 25,7 oder so angezeigt. Jetzt lag es schon eine Minute in der Sonne, jetzt wird es hier schon deutlich wärmer. Aber es ist in diesem Schlafzimmer leider immer sehr, sehr warm, auch wenn es draußen relativ kühl ist. Und nein, Lüften hilft leider nicht dabei, dass es kühler wird. Ähm, und deshalb ist das Gerät jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und darum habe ich hier ein bisschen Feedback für euch. Und was noch wichtig ist, wenn ihr jetzt, guck mal, die Sonne knallt jetzt auch genau rein, wenn ihr so Paragraphenreiter-YouTuber sucht, die euch jetzt jedes einzelne Teil dieser Klimaanlage runterrattert, dann seid ihr bei mir leider falsch, weil das könnt ihr euch auf der Website einfach anschauen. Da findet ihr jeglichen Fakt, wie viel Watt der Original mit was verbraucht und wie groß das Gerät jetzt genau ist, sondern ihr bekommt von mir einen Erfahrungsbericht, einen subjektiven Erfahrungsbericht nach den paar Monaten, die ich das Gerät jetzt im Einsatz habe. Fangen wir damit an. Also, ich bin ultra zufrieden damit. Das ist wahrscheinlich einer der besten Käufe, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das Gerät ist so geil. Es fängt damit an, ich kann euch sogar was zu den Wattzahlen sagen, denn hier hinter ist noch so, habe ich so einen Stecker dran an der Steckdose, wo ich die Wattzahl sehe. Und wenn es draußen so ungefähr 20 bis 26 Grad sind, dann schafft er es zu kühlen mit ungefähr 300 bis 400 Watt. Wir hatten jetzt einen Tag, da habe ich auch mal einen Test gemacht und geguckt, ob er tagsüber, ob er es schafft, die ganze Etage zu kühlen. Spoiler, das hat er leider nicht geschafft. Also man hätte es dann wahrscheinlich schon den ganzen Tag irgendwie anlassen müssen. Es ist dann alles die Treppe quasi runtergeflossen, die kühle Luft. Da hat er dann es auch schon geschafft, auf 700 bis 800 Watt zu kommen. Aber wenn ich jetzt hier das Schlafzimmer schließe und quasi dann abends die Klimaanlage anmache, dann reicht es eigentlich mit 300 bis 400 Watt. Da kommt der ganz gut aus. Das heißt, könnt ihr euch hochrechnen, eine Kilowattstunde kostet im Moment grob 30 Cent. Ihr verbraucht, machen wir es mal einfach, 300 Kilowattstunden oder 333. Dann braucht ihr quasi 3 Stunden, um 1 Euro Strom zu verbrauchen. Jetzt realistisch gesagt würde ich sagen, dass er am Abend grob 0,7 bis 0,9 Kilowattstunden verbraucht. Das heißt, in meinem Kopf sage ich mir immer, oder ich sage immer jeden Abend, boah, das war der beste Euro, den ich heute wieder investiert habe, weil ich quasi vereinfacht gesagt 1 Euro dafür bezahlt habe oder 50 Cent, je nachdem wie warm es hier drin ist, um zu kühlen. Denn ich schließe das Gerät meistens so gegen halb sieben an, gegen halb acht an. Jetzt haben wir es gerade 7. Heute war es aber irgendwie besonders warm hier drin, weil wir auch die Rollos nicht runtergemacht haben. Aber ich mache das Gerät meistens gegen halb acht an und dann gehen wir gegen halb 10 ins Bett. Also hat es ungefähr 2 Stunden Zeit, 1,5 bis 2 Stunden. Und dann schafft er es in der Regel von ungefähr 25 Grad auf grob 18,5 zu kommen. Und das Gerät, ich gebe immer an, dass er auf 16 Grad runterkühlen soll und dann steht das auf Auto, also auf Automatik und dann hat er halt immer so halt 100%. Also dann ballert er halt mit 100%. Es gibt noch einen Turbo-Modus, den habe ich nicht an, aber er gibt dann halt Vollgas. Und er schafft es dann wirklich von 19:30
bis ungefähr halb 10 wirklich auf ungefähr 18,5 bis 19 Grad runterzukühlen. Also er schafft es wirklich in diesen 2 Stunden 6 bis 8 Grad runterzukühlen. Und das schafft meiner Meinung nach kein anderes Gerät, gerade diese Pinguine und so, also diese klassischen Klimaanlagen, die man kennt, die man quasi einfach in den Raum stellt. Was an diesem Medea-Ding so geil ist, das ist halt besonders gut für Mieter. Wir sind hier zwar in einem Haus, aber wir sind Mieter und wenn jetzt mein Haus wäre, ich würde mir eine richtige Klimaanlage kaufen, eine richtige Klimasplitanlage, ich würde ein Loch in die Wand bohren und dann hast du das Beste, was du haben kannst. Aber das kann nicht jeder und manchmal erlauben das auch die Nachbarn nicht, weil es halt ein bisschen laut ist, das Gerät. Und diese Klimasplitanlage, die kann ich mir einfach installieren und ich zeige euch auch gleich, das ist so ein bisschen der einzige Nachteil daran, es ist ein bisschen aufwendig, das immer abends, du musst es vorbereiten, du musst dir 5 Minuten abends Zeit nehmen und das einmal alles vorbereiten. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen, denn wir sind jetzt eigentlich schon ganz durch, also ich bin super zufrieden, 10 von 10 Punkten für das Gerät. Ich finde den Stromverbrauch sehr gut, gerade im Vergleich zu anderen Geräten. Es hat eine super Kühlleistung und ich gehe auch davon aus, dass wenn es jetzt hier noch heißer wird im Sommer, dass der das auch schafft. Dann muss ich halt vielleicht noch eine halbe Stunde oder so früher anmachen. Aber ich kann mir sicher sein, ich kriege das Schlafzimmer auf 18, 19 Grad. Und wenn ich das Ding den ganzen Tag laufen lassen würde, dann würde der auch die 16 Grad schaffen. Das will ich ja aber nicht, kostet ja auch irgendwann alles Geld und dann ist auch ein bisschen zu kalt. Aber ich kann mir immer sicher sein, ich kriege das Ding hier im Sommer runtergekühlt. So, und jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz das Gerät an. Also, wir haben 2 Blöcke. Ihr seht gerade erstmal nur den einen Block, den zweiten schauen wir uns gleich an. Das hier ist der erste Block und den stelle ich raus. Und ihr seht von hinten, die sind beide miteinander über diesen Schlauch verbunden. Und diesen Schlauch kann man auch nicht entfernen. Das heißt, das ist halt dieser Nachteil an diesem Gerät. Du bist da gezwungen, diese Verbindung zu haben. Du kannst also nicht einfach sagen, ja, dann bohre ich mir halt zu Hause ein Loch oder so und stecke das da durch. Nein, diese Sachen sind miteinander verbunden. Und vielleicht kann irgendein Bastler das trennen, aber man sollte das nicht voneinander trennen. Und dann haben wir noch den unteren Teil. So, das ist der untere Teil. Das ist der Block, der quasi dann drin ist, der dann die kühle Luft im Hause oder im Zimmer verteilt. Ihr seht, das Ding ist jetzt auch schon ein kleiner Brummer. Also der nimmt schon Platz weg und das macht jetzt auch den Raum tatsächlich ein bisschen hässlicher. Und man muss auch ein bisschen Platz haben, das Ding da irgendwo hinstellen zu können. Aber du kannst besser schlafen. Und Alter, bester Euro. Du kannst gut schlafen für einen Euro. Was noch dabei ist, das ist einmal eine Fernbedienung. Darüber kannst du fast alles steuern. Ich glaube, alles tatsächlich. Es gibt auch noch eine App, aber ich habe gestern festgestellt, die funktioniert nur innerhalb des WLANs. Also ich war unterwegs und hatte quasi, du kannst so einen Timer einstellen über die App. Da hatte ich schon alles vorbereitet und habe dann den Timer eingestellt und dann wollte ich von unterwegs gucken, ob denn jetzt auch die Klimaanlage angegangen ist. Ja, sie ist angegangen. Ich konnte es aber tatsächlich nicht mehr über die App sehen. Also die App ist eine WLAN-App, aber sie funktioniert nur innerhalb des WLANs und das Gerät funkt nicht nach außerhalb, was ja eigentlich auch ganz gut ist, so beim Thema Hacker und so, hat ja immer ein bisschen Vorteile. Dabei ist noch hier so ein, das bauen wir auch gleich zusammen auf, quasi so einen Windschutz, dass nicht die ganze warme Luft oder die ganze kühle Luft nach draußen kommt. Ja, und so eine kleine Befestigung, dass das Fenster nicht zugeht. Und ich habe am Fenster was angebracht, Klett angebracht. Das geht einmal um das Fenster rum und daran befestigt man dann quasi diesen, ich nenne es jetzt mal Windschutz. So, und jetzt nehme ich euch mal mit. Also, machen das Fenster auf und dann, also das Ding hat halt Rollen, das ist schon mal ganz gut. So, und ich versuche immer, dass sich der Schlauch nicht großartig verdreht. Und das heißt, ich nehme das Teil dann immer, hief das hier hoch,
Also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen schwer. Es ist jetzt nicht super, super leicht. Also könnte sein, dass jetzt hier keine Vorurteile, aber dass es für Frauen ein bisschen zu schwer ist. Also meiner Frau ist es tatsächlich, also die müsste dann schon ein bisschen kämpfen. Ich mache das eigentlich immer. Ich glaube, sie hat das noch nicht einmal gemacht, genau. Und normalerweise ist da noch etwas dabei, und zwar ist da so ein Aufsatz mit dabei. Und diesen Aufsatz, den hole ich jetzt mal ganz schnell, weil den solltet ihr schon einmal sehen. Wir haben nämlich diesen Aufsatz hier. Und auf diesen Aufsatz passt die Klimaanlage drauf, also dieser Außenblock, dieser Block für draußen. Und den kann man quasi, ich zeige es jetzt einfach mal so rum, quasi so rum anbringen, den klemmt man dann rein und dann kann man da den Block reinstellen. Das heißt, wenn ihr braucht einfach nur irgendeine Art von Fenster, ja, jetzt kann ich mich nicht so gut hier filmen, aber ist nicht so schlimm, ihr wollt das Ding sehen, nicht meine Fresse. Ihr braucht nur irgendeine Art von Fenster, wo ihr das dran machen könnt, wo ihr das befestigen könnt. Und das kann man eigentlich überall befestigen. Das ist halt das Einfache daran. Du musst einfach nur ein Fenster haben, dann kannst du diesen Monoblock raushängen. Und was noch der Vorteil ist, hier ist noch so ein Sicherheitskabel dran, was quasi beide Geräte miteinander verbindet. Das heißt, wenn mal irgendwas passieren sollte und das Gerät fällt jetzt hier runter, dann hast du noch dieses Metallkabel, was das Ding nicht komplett abstürzen lässt. Also du hast noch einen Sicherheitsmechanismus. Bei uns ist jetzt der Vorteil, wir haben hier außen noch so ein, ja, wie nennt man das, so eine Art Sturz oder so. Und das passt genau da drauf. Das heißt, ich brauche zum Glück dieses Teil nicht und kann das, brauche es nicht und brauche es nicht immer befestigen. Und ich kann jetzt einfach hier meinen Block reinstellen oder rausstellen, eher gesagt, nicht reinstellen, rausstellen. So, dann stelle ich das hier so ein bisschen zur Seite. Jetzt ist es irgendwie doch durch die ganzen, jetzt muss ich das nochmal einmal drehen. Irgendwie ist es mir jetzt verdreht durch die ganzen Erklärungen. So, jetzt haben wir es wieder. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das kann jetzt jeder so ein bisschen individuell machen, aber mein Trick ist, ich klemme den Schlauch in das andere Fenster rein. Dann mache ich das Fenster zu. So, jetzt ziehe ich das nochmal ein bisschen die Kamera rüber. So, jetzt seht ihr das. Also hier steckt das drin. Und dann nehme ich immer zuerst diese Befestigung. Normalerweise geht das viel schneller, weil ich ja alles parat habe. Jetzt liegt hier alles durcheinander. Ist jetzt nur mein persönlicher Trick. Ich mache das dann einmal fest. So, zack. Jetzt hält das hier. Und wenn es jetzt draußen nicht so kalt ist, dann lasse ich das auch so. Nicht so warm ist, dann lasse ich das auch so. Wenn draußen nur 20 Grad sind, eher sogar 17 Grad, manchmal ist es dann trotzdem hier 24 Grad. Und dann ist ja die Außenluft so kühl, dass es egal ist, wenn die Außenluft reinkommt. Aber jetzt natürlich, wo es so warm ist, will ich natürlich nicht, dass noch warme Luft hier reinkommt. So, und dann also eigentlich gibt es hier bei diesem Windschutz, nenne ich es mal, hier gibt es eigentlich so einen Reißverschluss und dann soll man das da rein und raus machen. Aber das ist super umständlich und das hat mich genervt. Und dann habe ich es gar nicht gemacht. Und jetzt habe ich für mich den Weg gefunden, dass ich einfach das reinklemme, beziehungsweise einfach dran mache. Und ich mache das jetzt mal in der Schnellvariante fürs Video. Ich klebe das einfach hier rein. So, normalerweise geht das auch einmal komplett richtig rum. Ich habe das jetzt halt im Schnelldurchlauf gemacht. So, ihr seht jetzt, dass das hier geschützt ist. Das Einzige ist dann immer, hier ist so eine kleine Lücke quasi zwischen, wo der Schlauch rauskommt. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Aber sonst ist das auch einmal obenrum alles richtig geschützt und ja, immer so ein paar Mini-Lücken, aber das ist schon besser geschützt, als wenn man es gar nicht macht. Und wenn man sich richtig Mühe gibt, ist es auch richtig geschützt. So. Dann kommt der nächste Schritt. Dann haben wir hier die Klima, das Innenteil. Und hier ist immer so ein Schutz drauf, dass hier das nicht nass wird und so. Das ist übrigens noch wichtig. Aus dem Monoblock außen kommt nämlich ab und zu so ein richtiger Schwall Wasser raus. Da gibt es auch einen Schlauch für. Bei mir ist das egal. Bei mir läuft das direkt in eine Regenrinne rein. Aber wenn ihr das irgendwie eine Straße draußen habt, dann solltet ihr den Schlauch so positionieren, dass ihr das entweder auffangt, das Wasser, oder es halt nicht den Leuten auf den Koppes fällt. So, und jetzt
kann ich eigentlich schon einfach die Fernbedienung nehmen. Also man kann das auch hier mit der Hand machen und einfach anmachen. Das geht auch. Aber es gibt an der Fernbedienung einen großen Vorteil. Und zwar machen wir das jetzt an und ihr seht, wir haben jetzt hier 16 Grad. Also die stelle ich jetzt ein. 16 Grad stelle ich jetzt ein. Und er ist auf Auto gestellt, er ist auf Kühlen gestellt, also das Ding kann auch heizen, das ist alles kein Problem. Und es gibt aber hier noch einen quasi Trick 17. Es gibt den Modus iSense und den mache ich jetzt an. Das sieht man daran, dass hier oben, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Bild sieht, so ein kleines Mannequin zu sehen ist. Und was hier jetzt wichtig ist, normalerweise, dieser Block, der hat auch das Thermometer integriert. Und hier ist es natürlich immer ein bisschen kühler als woanders im Raum. Aber ihr wollt ja, dass der ganze Raum kühl ist. Und wenn ich iSense drücke, dann benutzt er diese Fernbedienung als Thermometer und die stelle ich immer in die andere Ecke des Raumes. Also meistens werfe ich das einfach irgendwo aufs Bett, so wie jetzt, zack, ist aufs Bett geworfen und dann habe ich noch einen zweiten Messpunkt, den er dann nimmt. In der App habe ich das Gefühl, zeigt er immer den Messpunkt von der Anlage an. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass es da dann einen Konflikt geht, wenn man dann in die App gibt, wenn man in die App geht. Und ich kann euch auch kurz die App zeigen. So, ich zeige euch jetzt mal kurz die App so. Und also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich musste gerade Pause drücken, kurz schauen. Also ihr könnt jetzt einfach, ihr seht jetzt, er hat das jetzt erkannt und ihr könnt jetzt hier drüber auch die Temperatur steuern. Ich habe das immer auf die Mindesttemperatur gestellt. Normalerweise gab es hier jetzt eigentlich noch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten mit Eco-Mode etc. Komischerweise ist diese Funktion jetzt irgendwie weg. Also hier seht ihr zum Beispiel Energiesparmodus. Hier gab es vorher irgendwie 5, 6 verschiedene Knöpfe, die irgendwie seit heute nicht mehr da sind. Ihr könnt aber auf jeden Fall, und das sind noch die wichtigsten Funktionen, hier einen Timer einstellen. Und das geht in meinen Augen, doch, das geht auch prinzipiell, kann man eine Art Timer hier auf dem Gerät einstellen, also richtig manuell auf dem Gerät. Aber hier könnt ihr quasi eine Startverzögerung einbauen und sagen, ich möchte, dass das Gerät erst in einer Stunde oder so losgeht. So, was wir jetzt noch machen werden, ist Folgendes. Ich werde jetzt die Klimaanlage anmachen und werde in der Zeit mal hier hinter mir laufen lassen, wie viel Watt der verbraucht hat. Und wir werden anschauen, um wie viel Grad es kühler wird. Und das werde ich filmen. Und dann könnt ihr das live sehen und dann seht ihr auch objektiv, was hier in den paar Stunden passiert ist. Und wir machen das jetzt einmal zusammen. Also hier seht ihr dieses Gerät und da kann man hier aufs Menü gehen und dann sieht man quasi die vorherigen Werte. Und ich klicke jetzt hier einmal auf Clear. So. Und dann sehen wir einmal die Wattzahl, die Dauer, die das an war und die Kilowattstunden. Und den Luftfilter, der hier nebenbei läuft, den lasse ich heute auch mal aus. Und wir klicken jetzt mal hier wieder auf Power. Jetzt geht das Gerät los. Ich mache wieder den iSense-Mode hier an. Und jetzt schauen wir erstmal direkt, auf wie viel Watt der hier kommt. Also wir sehen hier jetzt, dass er aktuell ungefähr 430 Watt verbraucht. So, ich hoffe, dass man das jetzt auch dauerhaft sieht, aber wir sehen hier einmal zu Beginn 26 Grad zeigt oben, zeigt er hier an. Und hier unten steht gerade 27,8. Das lag, glaube ich, daran, dass es in der Sonne lag und da müsste sich ja jetzt schnell quasi akklimatisieren. So, schauen wir uns das jetzt mal an. Also er ist immer noch so ungefähr bei 380 Watt, weil er immer noch am Kühlen ist. Der Timer steht jetzt hier tatsächlich auf knapp 2 Stunden, ein bisschen weniger. Und wir haben jetzt hier 0,8 Watt verbraucht. Also wir haben jetzt etwas weniger als einen Euro bezahlt. Und wenn wir uns jetzt mal das Ergebnis anschauen, jetzt muss ich sagen, bin ich selber ein bisschen verwirrt, weil wir haben hier 2 verschiedene Ergebnisse. Ich glaube, das liegt daran, dass quasi dieses Thermometer eben auf dem Fell lag, weil normalerweise sind diese 2 Thermometer sich relativ ähnlich. Und jetzt haben wir hier einmal 21, hier einmal 19 Grad. Das ist mir so bisher noch nicht passiert. Dann treffen wir uns jetzt mal in der Mitte bei 20 Grad und wir hatten vorhin die Temperatur von ungefähr 26 Grad. Und das Gerät hat es jetzt quasi geschafft, in etwas weniger als 2 Stunden die Temperatur um ungefähr 6 bis 7 Grad zu senken, was schon echt richtig stark ist. Und wenn wir das jetzt hier noch eine
halbe Stunde länger laufen lassen, bis es dann final ins Bett geht, dann sind wir bestimmt bei 18,5 bis 19 Grad und dann ist es ordentlich kühl und dann wird es in der Nacht auch nicht ganz so warm. Und nochmal ein letzter Punkt zu der Lautstärke. Also man hört es vielleicht ein bisschen. Natürlich ist es laut, aber das Problem ist eigentlich, man kann jetzt natürlich hier die Stärke runterstellen und kann einfach sagen, also es gibt hier auch einen Silence Mode. Und der Silence Mode, der ist wirklich leise, das muss man sagen, der ist nicht laut. Aber der Monoblock, der ist leider relativ laut und ist quasi lauter als das Gerät. Und was ich noch als letztes erwähnen wollte, was jetzt auch so ein bisschen die Problematik ist, bei mir und wahrscheinlich bei vielen anderen, man kann dann natürlich das Rollo nicht mehr runter machen. Also um da nochmal hochzukommen, quasi nur bis hierhin das Rollo runter machen und weiter geht es nicht. Man müsste sich jetzt quasi irgendwas bauen, dass man hier an der Seite quasi was befestigt und das oben einmal entlang zieht, von links nach rechts, dass man das irgendwie abdunkeln kann, aber man hat halt immer den Schlauch hier hängen und der geht halt vom einen Teil bis zum anderen Teil und da kann man halt nicht viel machen und ja, darum ist es tatsächlich jetzt nicht wirklich dafür geeignet, das die ganze Nacht laufen zu lassen, wenn man es dunkel haben möchte.